So, servus, grüß euch, der Florian nochmal mit dem finalen Einbau jetzt vom Classic 2.0 System. Ich habe mir jetzt wie im vorigen Schritt schon gezeigt, die Abzugseinheit schon in die Arbeitsplatte, in dem Fall in den Einlegerahmen fixiert und bin jetzt eigentlich bereit für den Einbau der Kochfelder bzw. für den Verbau der weiterführenden Luftführung. Dazu habe ich mir schon diesen beigefügten 90-Grad-Bogen, den ich euch schon gezeigt habe, gekürzt auf die richtige Tiefe. Bei mir ist es eine 60er Tiefe, das heißt, ich habe mir den einfach auf die 60er Tiefe mit einem Flex-Schneider abgeschnitten, und ob ich jetzt diese Kanalführung vor oder nach den Kochfeldern justiere, ist von der Montage her eigentlich ziemlich egal, weil ich muss unter dem Kochfeld nicht mehr verkleben. Das heißt, ich kann die Kanalführung auch bequem über das Ladensystem stecken. Und wie ich es euch ja schon gesagt habe, wenn man jetzt da nochmal reinschauen, von diesem Punkt weg, von diesem Anschlusspunkt auf EcoTube, ist der Planer im Prinzip sehr, sehr frei in der Gestaltung der Abluftführung. Das heißt, dieser 90-Grad-Bogen nach hinten, das ist jetzt überhaupt nicht mehr Pflicht. Er könnte jetzt theoretisch gerade unter der Arbeitsplatte rauslaufen, wenn es die Planung verlangt. Er könnte nach unten weggehen, theoretisch sogar nach oben weggehen in einer Verblendung hinter der Kochstelle. Ja, also der Planer hat jetzt da sehr viele Möglichkeiten und ihr solltet das auch im Plan sehen und dementsprechend die Teile dann auch dabei haben. Wann und wie ihr die Kanalführung verlegt, ist im Prinzip egal, macht es einfach so einfach wie möglich. Ist es eine Wandsituation, lege ich mir den Kanal einfach schon im Vorfeld, stelle dann das Möbel und ganz zum Schluss baue ich oben Abzugseinheit und Kochfelder ein. Gell? Ihr seht, es ist einfach hier auch nur eine Steckverbindung über eine Dichtung, die beigefügt ist. Das heißt, ich brauche das nur noch zusammenstecken und ich habe das schon verbunden. Es ist aber kein großes Verkleben mehr unten drunter, wie das früher war. Das heißt, wir haben es euch da viel, viel einfacher gemacht. Also einfach am Plan schauen und die Kanalführung dementsprechend dann auch vornehmen. Zum Einbau der Kochfelder, ich glaube, da macht ihr draußen einen prima Job und baut sehr viele verschiedene Kochfelder ein. Nur 2 Tipps. Ich verwende da ganz gern unseren kleinen Freund hier, unseren kleinen Glasheber, weil bei modularen Systemen ist es einfach eine feine Geschichte, der hält mir 8 Kilo. Und wir verwenden bei unserem Classic-System ein modulares Kochfeldsystem, wie ihr seht. Das heißt, der Kunde kann sich verschiedene Kochfelder auswählen. In meinem Fall habe ich jetzt hier eine Vollflächeninduktion liegen. Es könnte aber ganz gleich einmal ein Teepan sein, es könnte ein Gaskochfeld sein, es könnte ein keramisches Kochfeld sein oder ein Wok. Im Prinzip egal, wo welches Kochfeld liegt, das sucht sich der Kunde selber aus. Aufpassen müssen wir nur beim Wok-Kochfeld. Das hat nämlich ober der Luftführung durch das tiefgezogene Glas keinen Platz. Das heißt, der Wok muss immer gegenüber der Luftführung sein. Sonst ist es nach Kundenwunsch variabel, wo welches Kochfeld drin liegt, und ich tue mir einfach bei so einem modularen System mit diesem Glasheber sehr leicht. Übrigens bei unseren Kochfeldern keine Stecker dran, weil meistens sowieso eine Herdanschlussdose angeklemmt wird, deswegen ist bei uns Auslieferung ohne Stecker. Nehme das Kochfeld mit meinem Glasheber, setze mir das vorsichtig in den Rahmen ein, justiere mir das der Höhe nach ein mit den Ausgleichsplättchen, mache mir meine Abstandshalter rein, 2 mm außenrum, fixiere das Kochfeld in der Arbeitsplatte und dann zum Schluss silikoniere es mit 2 mm und zwischen den Abzug von Kochfeldern mit 1 mm in die Arbeitsplatte ein. Und schon bin ich fertig. Zum Schluss hoffe ich, dass ihr mit dem Endkunden einen kleinen Gerätecheck macht, so ob die Funktion da ist, und da ist ein kleines Konfigurationsmenü am Startpunkt hinterlegt. Das werde ich euch dann abschließend im letzten Video noch zeigen. Sonst ist die Montage wie es jetzt wirklich ein Kinderspiel geworden beim Classic 2.0. Habt viel Freude damit, genießt es, macht einen coolen Job da draußen wie immer. Euer Florian und wir sehen uns. Dankeschön fürs Zuschauen, Servus und pfiat euch.